Ahnbar. Saftig. Was geht eigentlich ab? Wir sind wieder übelst Bergmann und da wird's mir auch echt übel, wenn ich das so angucke, was hier auf dem Tisch steht. Ich mache eins. Ich hole jetzt als allererstes den Flimmerkasten hoch. Vor 2 Jahren waren wir da. Ja. Und letztes Jahr. Und dieses Jahr. Nee, dieses Jahr sogar. Perfekt. Wir sind bei Belindeloch und haben hier die beiden ersten möglichen Bottles aus der Brennerei. Alter. Es war nicht ganz einfach ranzukommen, weil es tatsächlich Distillery Exclusive sind, die dann natürlich auch nur vor Ort zu erwerben sind. Also, um das euch klar zu machen, warum wir jetzt gerade so vielleicht auch ein bisschen sprachlos sind. Vor 2 Jahren waren wir das erste Mal dort. Hatten auch eine Überführung mit Colin Poppy, der Brennereimanager. Absolut. Das war so geil, es war mit einer meiner All-Time-Momente, was Whisky angeht, überhaupt. Ja. Wir durften damals den Whisky probieren. Der gab es noch nicht auf dem Markt, zwar halt aus dem Fass, aber ist ja irgendwie nochmal geiler. Und wir sind nicht drauf klargekommen, wir fanden ihn so abartig fett. Zu Belindeloch, so viel wollen wir noch gar nicht sagen, weil wir haben hier oben ein Belindeloch Facts Video, wo es alles an Fakten gibt, was ihr wissen müsst. Ja. Trotzdem ganz kurz, 2014 gegründet und jetzt, wie gesagt, der erste Whisky auf dem Markt. Das Ziel war auch, einen 8-Jährigen rauszubringen. Wir sind hier jetzt bei 7,5 Jahren. Eins vorneweg. Colin, ich hoffe, du schaust das Video, du verstehst kein Deutsch, ist mir egal. Alter, danke für die 2 Bottles. Da steckt ganz viel von dir drin, ganz viel von deiner Arbeit drin. Also, wir haben einmal das Distillery Exclusive Ex-Bourbon-Fass und einmal Ex-Oloroso. Genau. Wir haben einen Bourbon. Gebrannt wurde dieser am 4.2.2016. Ist dann gebottelt worden, 20.06.2023. Haben damit 7,5 Jahre. Kommt von der Heaven Hill Distillery. Ich weiß, dass Belindeloch unterschiedliche Bourbon-Lieferanten hat. Deswegen bin ich sehr gespannt. Wir haben ein Bourbon Hogshead, auch interessant noch zu wissen, 250 Liter Fassungsvolumen und 0,5 Liter Flasche, kommen halt dann die entsprechenden Flaschenzahlen raus. Knapp 480. 61,9 Volumenprozente. Haben wir auch haben schon gesagt. Etwas mehr, nämlich mit 62,1. Ganz Auch 0,5 Liter. Ein Ex-Oloroso Sherry Butt. Wir haben das Speyside Cooperage, genaueres gibt es leider nicht als Information. Aber letztendlich, weil es ein Butt war, sind wir hier auf 904 Flaschen gekommen. Der Aal wurde am 10.09.15 destilliert und am 20.06.2023 ins Fass gefüllt. Also Geil. In die Flasche. Am gleichen Tag gebottelt, aber der Oloroso ist ein Ticken älter. Man kann ihn da nicht mehr kaufen, aber der UVP lag bei 89 Pfund. Aber ich nose jetzt den Bourbon, ist mir scheißegal. Wir sollten vielleicht erst in den Whisky Porn schicken. Auch sehr gut. Sehr Ich darf gern. gerne hier übernehmen. Doppelporn. Auch doppelt zurückgeholt. Nicht, dass wir einen Teil von euch vergessen. Ich würde sagen, wir fangen mit dem Bourbon an. Machen dann weiter mit dem Oloroso. Der spinnt, Alter, der betreibt. Aber ich würde sagen, wir fangen an. 2 Jahre haben wir auf den Moment gewartet. Alter. Und ihr seid ein Teil davon. Ja. Was Scheiße. Deswegen abonniert mal vorher jetzt mal ganz flott. Zählchen rein. Ja, sehr gern. Ich bin dort. Ja, Alter, was ich sagen wollte. Ich bin dort. Alter, ich bin da! Ich kann mich noch genau an den Tisch erinnern. Da saß Olli, Ja. Ja, Alter, da saß Doug, da saß Marci, das kann nicht sein. da war Colin. Das ist so fruchtig, man. Das ist, um es jetzt mal von der Art und Weise vielleicht besser reflektieren zu können. Es ist nochmal ein Level anders, aber die Linkwood Bourbon Kite, diese extrem exotische, diese Süße, so in die Ecke geht es ein bisschen. Ja, und vor allem, wir hatten auch damals nämlich den New Make probieren dürfen. Und selbst der ohne Fassreifung war schon extrem süß, Ja. bananig. Und ich finde, die hast du auch hier so geil. Man muss vielleicht
dazu sagen, bei uns spricht auch viel Emotion jetzt mit. Das Aber macht ich glaube, halt das merken sie. aber merkt man trotzdem, der liefert ab. Und Ja, fast, absolut. wir haben 61,9%. Boah, Das Alter, muss ja, ich, Mann. möchte ich einfach nur auch noch mal kurz in den Raum werfen. Weil Die das sind tatsächlich entspannt in der Nase, ja. Sehr entspannt. Ja, also man merkt natürlich sofort, wir haben hier Fassstärke im Glas, aber dass es so viel ist, dafür ist dann doch recht entspannt. Was man hier sagen Litchi oder muss, sowas? wir haben hier ein Litchi, ja. Ja, ich finde definitiv. auch ähnlich wie wir es bei Deftmill hatten, finde ich auch wieder so Hibiskus und Magnolia. Ja, Mann. Aber ohne Getreide. Ich finde, er hat nicht Ja, viel Getreide. nee. Nein, Ja. aber so eine Der ist floral, Blütigkeit. ja. Litchi trifft on point, finde ich. Ich finde, was man hier noch dazu sagen muss, wir haben einen floralen, blumigen, süßen, milden Charakter, trotz Warm-Tops. Das ist nämlich ein Ah, geiler das Fakt. ist, und wer das Facts-Video angeschaut hat, hoffentlich alle, weiß auch genau, wie sowas zustande kommt. Ganz die Effekte. Fucking Ja. Warm-Tops. Sehr, sehr interessant. Ich habe so Aprikose auch noch drin. Pfirsich. Ich finde allgemein sehr viel helle Früchte. Ja. So leicht Helle Cremigkeit. Fruchtigkeit. Nichts Getreidiges, nichts Malziges so in die Richtung. Mhm. Alter, Litchi ist ein Vater, Mann, Alter. Können wir Ja, Mann. kurz zum Vergleich jetzt auf den anderen Ja, gehen? bitte. Ja, Ich rieche nachher nochmal. Ich brust Sehr jetzt auf den, gerne. an den Oloroso ran. sehr gerne. Sehr gerne, Alter. Dann rein in den Aal. Krass. Oh, Geil, Alter. Ich verlebe aus, Mann. Junge, Vater, ey. Gutes Fass hat da gut was gemacht. aber ich habe immer noch eine Litchi, Alter. Ja, Ich habe auch immer noch die Banane. So eine sind auch cremige Facts. Banane. Ja. aber du hast auch den Sherry-Einfluss. Ja, Du hast vor allem, Orange, du hast so Schokolade. Erst ganz kurz hatte ich so ein was Käsiges, Schwefliges, aber es ist dann sehr schnell verflogen. Und ich habe so ein bisschen Tannenzapfen, also es riecht ein bisschen nach Weihnachten. Ich finde aber schon, dass viel Berlinde noch drin geblieben ist. Ja, auf jeden Fall. Da Ja, ist der Mann. Brennereicharakter kommt ordentlich durch. Übel. Karamellig. Was machen wir eigentlich gerade hier, Alter? Ja, Es ist so unglaublich, Mann. das hat auch jetzt schon wieder so ein, wie so ein Damage-Warehouse-Muff. Ja, also das Vielleicht erste Staunus. ist Ja, muffige, genau. ja, käsige so. Ja. Aber Käse klingt so hart. Ja, aber es ist schon so, Nuancen. Ja, es war so ein es- leichter Schwefel ist schon Aber drin. Nuancen, finde ich. Ich finde mehr, dass viel präsenter ist diese erdige, staubige, muffige Lehmigkeit irgendwie so in die. Also wirklich, Aber wirklich Warehouse. Ich verbinde auch so einen leichten Schwefel und so was leichtes Käsiges mit nichts Negativem. Da. Orangenspritze. Alter, Orange, die Ja. pflanzt dir so in die Fresse, Mann, Alter. Vielleicht sogar ein bisschen in Richtung Blutorange. Ich kann dir von der Nase auf jeden Fall noch nicht sagen, in welchem Fass er besser floriert. Und nochmal, zweiter Kommentar, weil es eine zweite Flasche ist. Auch hier haben wir 62%. Auch hier habe ich 62,1%. Ja, also auch hier finde ich, man weiß, es ist ein fast starker, sehr starker Whisky, aber auch da, im jungen und Ja. hohes Alter ist die Alkoholnote sehr, sehr schön eingebunden. Ja, also gar keine metallische Schärfe gefühlt. Also vielleicht lasse ich mich auch ein bisschen blenden, aber Ja, wobei ich schon sagen muss, dass jetzt auch im Direktvergleich finde ich, dass der Brennereicharakter im Birnenfass schon deutlich besser, also noch krasser rüberkommt. das ist Vor klar. allem, also im Birnenfass findest du ihn raus. Hättest du den nicht, würdest du hier ihn nicht finden. Ja, finde ich. genau. Ja, Aber für einen Oloroso finde ich ihn echt jetzt nicht so krass schokoladig und Nee. extrem dunkel. Also ich wäre jetzt sowas von bereit, endlich mal wieder einen Sip zu nehmen. ich weiß noch nicht, ob ich bereit dazu bin. Nee, also bereit Alter. bin ich eigentlich nicht. Slanche. 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 Das sagt der Alkohol jetzt schon mal ordentlich Hallo auf jeden Fall. Aber ordentlich. Aber auch die Nase Alter. spiegelt sich sofort wieder in der Absolut Fresse. perfekt. Alter, im Abgang kommt jetzt noch mehr Vanille dazu. Aber Litchi, Echt? Banane, hast voll in der Fresse, Mann. Also ich finde ihn nicht mehr ganz so blumig, sondern eher fruchtiger. Wobei im Abgang hast du schon noch eine Blumigkeit. Da wirkt das so leicht parfümeriert bisschen. Aber ich finde trotzdem, dass dies im Gegensatz zur Nase, so die Fruchtigkeit und jetzt kommen diese ganzen Aprikose, Pfirsich, Absolut. Litchi, Banane, das Ananas. kommt, Ananas ein bisschen, kommt viel, viel krasser durch und diese leichte, blumige, ja, florale Note, die verstärkt es eigentlich nur. Alle Früchte haben Vanille um sich rum. Ja. So. Ja, und Absolut. vor allem, was mich auch überrascht hat, dass sie jetzt auch im Mund keine getreidige, malzige Note hat. Auch die Alkoholnote, ich finde sie stärker, aber auch wieder nicht jung, So stark, einfach 60% sondern halt stark. einfach, genau, einfach Ja, 6, also über 60, 61 schon stark. ordentlich Power, also ist echt stark. Er wirkt nicht jung. Alter. Ich finde, also er bringt auch keine Eichennote jetzt mit, aber ist auch Nee. noch recht jung, um wirklich davon viel mitzubringen. Ja. Ja, ist unglaublich. Ist schon, jetzt kommen auch leichte Pfirsiche Das gerade hat echt, in der Nase. der liefert ordentlich ab, muss man echt sagen. Also für 7,5 Jahre ist das schon ein richtig geiler Whisky. Absolut Alter. geisteskrank. Und ich sag's euch, wie es ist. Jetzt musst du dir mal vorstellen,
baust. Fängst 2011 an, die Scheißbrennerei zu bauen. Fängst 2014 an, mit dem Scheiß zu produzieren. Wir mussten 2,5 Jahre auf das Ding. Ja, Alter. Die haben noch mal einen Tick länger warten müssen. Gut, aber die sippen vielleicht ab und zu mal was raus. Mach mal schon fast leer. Ja. Abgang, mittellang. Ja. Schneis, Banane kommt noch ein bisschen. Ich finde, das, was am längsten ist, ist nachher am Ende die Alkoholschärfe ein bisschen. Ja. Taubheit. Ja, genau. Wandelt sich ein bisschen in der Feige noch um, finde ich. Aber Der Alkohol kann sich auf jeden Fall nicht verstecken. Ja. Bei 7,5 Jahren, das ist auf jeden Fall nicht. So, Geil. lasst sippen. Ach, Ja. komm, ja. Swan Sehr Chef, gerne. Swan Chef. Ich habe erst gedacht, der ist entspannter als der davor, aber macht natürlich auch Sinn, wenn du einen über 60-prozentigen nach einem über 60-igen sippst. Aber er ballert trotzdem nochmal ordentlich rein. Trockenheit. Ja. Und ich finde, dieses First Fill, das schiebt schon gut den Whisky voran. Ich hab Marzipan, ich Ja, hab ja. dieser Rono Amaretto, Alter. Ich hatte so zwischendrin hatte ich so was ganz Frisches wie so ein Johannisbeeren. Wald oder sowas. Nein. So ein Tannenwald Ja, oder Tannen. sowas. Ich hatte vorhin auch schon Tannen in der, Ja, stimmt. so einen Tannenzapfen in der Nase, der kommt auch mit, finde ich. Aber ich kenne ein schlechtes Beispiel für die Tannen und das ist ein gutes Beispiel. Ja, also das das ist sind jetzt Facts, nicht, dass ja. du denkst, geht Harz und so weiter. Ich war nur so Nee. zwischendrin, weil ich hatte schon, du merkst sofort, okay, du hast jetzt einen Sherry Whisky, der ist auch ja, nicht so krass schokoladig, wie auch schon in der Nase fand ich ihn eher Karamell, aber dann kam auf einmal diese Note, die ich nicht erwartet habe. Ja. Was ich nicht mehr so viel habe, den wir noch in der Nase hatten, den Brennereicharakter mit Litchi und sowas, Ja, das stimmt. das ist ein bisschen weg. Ist eher in so eine Johannisbeer-fruchtige Säure gegangen, aber ansonsten dunkle Früchte kommen noch sehr. Ja. Ich finde so eine richtig dunkle Kirsche kommt noch richtig krass mit. Orange habe ich auch am Start. Ja, das ist was Und leicht, Wollte ich Schokolade. auch gerade sagen, Genau. also, vor allem die Orange mit Nelke, wo der Ja. an Weihnachten auf die Heizung legt. Aber auch Genau, leicht Facts. ätherisch. Genau. So dampfbadmäßig ein bisschen. Aber ich habe jetzt diese Geilstes Dampfbad überhaupt. Tannennadel Note kann ich glaube ich jetzt perfekt beschreiben. Und zwar ist wie, wo wir im Wald waren und nach eurem Land in Schottland gesucht haben. Genau so riecht es und schmeckt es. Glencoe. Schön frisch, einfach unberührtes Land einfach. Aber das wird auch schwer, nachher da die Bewertung rauszuhauen. Boah. Alter, Ja. diese elende Litschi, Alter. Beim Bourbon, Ja, die gerade der wieder Bourbon, Haus ja, hat. das ist so krass. Alter. Krank. Also hier habe ich diese typischen orangen ätherischen Öle mit Tanne leicht, also mega krass. Und hier ist einfach die Litchi mit Banane, die dir sowas von... Und grüner Apfel gerade noch ein bisschen Grüner Apfel, im okay. Geschmack. Ja, Mann, grüner Apfel. Mit kann ich bisschen voll unterschreiben. Washback. Kommt jetzt doch so ein bisschen durch, so die Bisschen Malzigkeit. Ja gut, Banane ist ja auch immer so ein Indiz für die Das Malzigkeit. stimmt. Ja, also Banane geht auch schon immer so ein bisschen in die Richtung Alter, wie eine Washback so. Ja. Dafür, dass wir hier über 2 7,5, 8-jährige Whiskys reden, finde ich liefern die schon auch echt geil ab. Die liefern ordentlich Das ab. wird echt auch mega schwer, weil es gibt halt Brennereien, die müssen ihren Shit verbessern durch die Fässer. Hier wird auch ein Birnenfass reichen. Welchen findet ihr besser? Ja, das ist echt die mega Machen wir einfach Whisky-Base-Bewertung, oder? Ja, komm. Wir fangen mit Bourbon an, Ja, oder? verdammt, Alter, das wird schon schwer. Alter, das wird übel. Vor allem, Das ist geisteskrank schwer. Preis wird ja wie immer nicht mit einberechnet. Es wird eher. Und die Punkte sind ja immer vergleichbar mit anderen aus der Kategorie. Wobei, wenn ich hier den Preis mit einberechnen muss und ich habe ihn in der Mann, Distille macht's noch gekauft, besser. Alter, dann macht es noch viel besser. Mann. Perfekt. Ohne Witz. Ich habe meine Punkte, soweit ich weiß. Ich bewerte einfach gleich beide. Und zwar. Ich habe in der Kategorie, in der Punktzahl, habe ich ja auch schon andere Whiskys, deswegen wird das eigentlich immer, ist immer halt vergleichbar mit anderen 7,5-Jährigen und so weiter, die Punkte. Also sind beide, finde ich, unglaublich, das ist eine Frechheit, alle sind so nice, man, da kommt noch unfassbares Zeug in Zukunft. Um es kurz zu halten, 91, 92 bei mir. Krass, okay. Wow. Die ist- Vor 7,5 Jahren ist das eine Frechheit, was ich im Glaskan habe, Alter. Ja, das sind ganz dicke Fakten. Gut, dass du angefangen hast. Das mache ich direkt den Gegenpol. Ich gehe andersrum. Für mich ist 89 und 90, aber nur, wir werden den nicht so oft zippen, aber ich bin überzeugt davon, dass wenn jetzt die Bottle auf ist, da passiert Ja, noch Mann. was. Ja. Ich bin bei dem 89, 90, weil ich eigentlich auch die 90 verdient hat. Ich finde es eigentlich frech, dass ich kann dem keine 8 davor stehen haben. Ich gehe auf 90 und 91. Ja, so sieht's. Aber ich finde den tatsächlich einen Tick besser als den Oloroso, einfach weil mir hier der Brennereicharakter so unfassbar gut gefällt und ich den so dermaßen krass für einen 7,5-Jährigen im Vordergrund habe. Der scheppert mich weg. Vor dem Video hatte ich schon so die Vermutung, ich glaube fast, der Oloroso wird noch krasser sein. Aber ich bin doch noch mehr Fan,
weil ich diesen Charakter so geil finde und der halt durch das Bourbonfass noch besser rüberkommt, also wie auch bei Kai jetzt. Ich bin echt am Überlegen, gebe ich beiden die gleiche. Es ist unfassbar schwer, so schwer wie noch nie. Aktuell, ich bin aufs Recap gespannt, wir sippen den nochmal. Ja. Aktuell so ganz leicht hat der hier bei mir die Nase vorne, deswegen gehe ich tatsächlich auf 90 und 89. Weil der Oloroso, ich dachte vor dem Video, dass der mich noch mehr begeistert, aber Das war das Problem. Ja. Kann sein. Und dann, deswegen gehe ich mehr auf den Brennereicharakter 90, Aber 89. das ist der Punkt. Das ist ein Oloroso, bei dem der Brennereicharakter durchkommt. Weil Ja, es nicht aber völlig drüber Das sind geladen ist. Facts, ja. Aber Ich glaube, das ist eine der ersten Whisky-Bewertungen, wo wir auch intern mal anfangen, Ja. so miteinander richtig zu diskutieren, warum der nur 89 ist, Alter. und nur wollen- vor allem. 7,5 Ja, also genau, das muss man jetzt mal noch sagen. Also Ja. welche Whiskys haben bei mir schon 89 bekommen, Alter? Ja, Das ist eine Ja, Frechheit aber eigentlich. das ist ja der Punkt. Du vergleichst jetzt nicht die 89 von diesem 7,5-Jährigen mit dem 89er McCann 25 Ja, oder so, richtig. oder Ja, mit genau. Ballplayer Ich habe 25, außerdem noch das nie ist ein einen anderer McCann 89. 89 bewerten können. Wir können die auch nur so hoch bewerten, weil wir wirklich den Brennereicharakter so unglaublich fühlen und das beides mal Nein, weil so es eine abliefern. Frechheit ist, dass er 7,5 Jahre Ja. ist. Ja, Im Vergleich zu anderen in dem Alter, genau. da gewinnen die immer. Ich bewerte fuck. dreijährige Japaner mit 90 Punkten, Ja, klar. weil die für 3 Jahre eine Ja. Frechheit sein können. Ja, wie gut die genau. sind. Ja. Ich bin tatsächlich auch ein bisschen wie Marci. Ich war schon von Anfang an so der Fan von dem Oloroso. Aber ich muss auch echt sagen, der Bourbon hat mich vom Brennereicharakter her und von dieser Fruchtigkeit, einfach weil ich diese Fruchtigkeit halt so liebe im Whisky, ein bisschen mehr überzeugt. Deswegen bin ich auch hier bei. Alter, muss ich noch mal überlegen. Aber eigentlich, wir haben es ja auch beide die gleiche verdient. Ja. Aber Alter, Wir fuck, sind beide mega nice. sind beide unfassbar. Ich bin hier bei 91 und da bei 92. Alter, Ja. aber das war jetzt auch ein Das war eine ordentlicher Prozess. Ja, Ja, das war eine Geburt. Das Also, war echt auch nicht einfach, man. Nee. Und klar, wir sind Alter. jetzt alle 4 natürlich Voreingenommen. übelst voreingenommen reingegangen. Ja. Macht die Sache natürlich nicht einfacher. Aber auch wenn ich nicht voreingenommen wäre, bin ich mir ziemlich sicher, dass das gerade genau diese Punkte wiedergeben Ja, würden. Weil das ist einfach. also wenn er mir jetzt auch nicht geschmeckt hätte, dann hätte ich es auch gesagt. Ja, 100%. Ja. Nee, aber ich bin auch Aber- überzeugt, diese beiden 7,5 Jahre alten Whiskys, die besten 7,5 Jahre alten Whiskys sind, die ich seit ganz, ganz langer Zeit getrunken habe oder wahrscheinlich jemals getrunken Jemals habe. auf jeden Fall. Und da muss erstmal jemand drankommen. Fakten. Und ich werde jetzt mich auf die Couch setzen, weil ich bin Ja. gleich ohnmächtig. Ganz Effekt. Dass wir das jetzt trinken konnten und demnach Ich habe hier gerade übelst Gummibären drin. Alter, In kommt welchem? Haribos. Im Bourbon. Also, Video ist Oh. Ja. lang genug Zeit gehabt, um Ja. zu kommentieren. Das macht ihr jetzt auf jeden Fall noch. und zu abonnieren. Und in diesem Sinne, Ja. wieder schauen. Gaumenzaun, Reingehauen. Alter. Schwarzen Zaun. Braun.